Hey, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und auf meinem Kanal geht es um Nähen, DIY und Upcycling. Und in diesem Video möchte ich zeigen, wie ich mir einen Pullover nähe. Vor ein paar Wochen habe ich mir diesen hier genäht. Der hat einfach so überschnittene Arme oder überschnittene Schultern, sagt man, glaube ich. Dann einen geraden Arm habe ich dran genäht und zum Abschluss halt ein Bündchen. Das hält schön warm hier unten, oder man kann den Pullover auch, wie ich das vorhin schon gemacht habe, so schön hochschieben. Und ich trage den Pullover einfach super gerne, deshalb möchte ich mir den auf jeden Fall nochmal aus einem anderen Stoff nachnähen. Und das möchte ich in diesem Video mal filmen. Ich habe mir diesen Strickstoff hier ausgesucht. Farben fand ich einfach super klasse und der ist auch ganz kuschelig. Und den werde ich jetzt gleich mal zuschneiden und dann geht's los mit dem Nähen. Viel Spaß! Bevor ich den Stoff zuschneide, suche ich mir erstmal mein Schnittmuster raus. Ich nehme dafür mein Schnittmuster für Shirt Easy, aber man kann auch einfach als Grundschnitt ein T-Shirt, das gut sitzt, etwas weiter mit überschnittenen Schultern nehmen. Und hier suche ich mir noch den anderen Ausschnitt für Shirt Easy aus. Das eigentliche Schnittmuster hat so einen weiten Ausschnitt. Ich möchte den Ausschnitt aber näher am Hals haben und deshalb nehme ich hier den anderen Ausschnitt, den ich einfach oben dran kleben kann. Dieses Papierklebeband klebt nicht mehr so gut. Das ist ja einerseits gut, dass es nicht so gut klebt. Dann kann man es auch immer wieder entfernen und das Schnittmuster so und so nutzen, je nachdem, welchen Ausschnitt man gerne haben möchte. Und andererseits ist es halt so, dass es halt auch irgendwann gar nicht mehr klebt. Und dann klebe ich es jetzt einfach nochmal neu mit dem Papierklebeband an. Und dann geht es gleich los mit dem Zuschneiden. Ich werde ja nicht hier diese Dreiviertellänge zuschneiden vom Ärmel, sondern nur bis zu dieser Stelle. Ich nehme hier noch die Kurve mit vom Schnitt und den Ärmel klappe ich weg, sodass ich den Ärmel später separat annähen kann. Und so lege ich das nachher auf. Erstmal lege ich mir den Stoff noch zurecht, damit ich möglichst stoffsparend zuschneiden kann. Der Stoff liegt sehr schmal, deshalb kann ich die Vorder- und Rückseite nur untereinander zuschneiden. Aber aus dem Rest, der hier so zu mir hin liegt, kann ich ja vielleicht noch den Ärmel machen. So, jetzt habe ich gleich alles zugeschnitten. Vorder- und Rückseite sind jetzt fertig. Bevor ich die Ärmel zuschneide, nähe ich die beiden Teile erstmal an den Schultern aufeinander, weil das Maß der Ärmel, Ausschnitte an der Seite, danach schneide ich nachher die Ärmel zu. Jetzt klammer ich erstmal die Schulternähte aufeinander, rechts auf rechts, und nähe das Ganze mit der Overlock. Vorher habe ich eine Probenaht gemacht, damit ich sehen kann, wie sehr sich der Stoff beim Nähen dehnt. Das klappt eigentlich ziemlich gut. Der Stoff ist sehr fest und so kann ich das mal eben einfach mit dem Vierfadenstich der Overlock aufeinander nähen. Die Nahtzugaben bügele ich jetzt mal Richtung Rücken. Die Ärmellänge muss ich noch ausmessen. Auch wenn ich das Bündchen noch dran nähe, ich schneide lieber ein bisschen mehr zu und schneide hinterher noch was ab, als dass es zu kurz ist. Deshalb nehme ich hier mal 45 cm Ärmellänge. Jetzt schneide ich den Ärmel zu und dafür lege ich einfach den Pullover so aufgeklappt an den Stoff. Und hier sind meine 45 cm, da habe ich die Nahtzugabe schon inklusive. Und jetzt schneide ich das einfach hier so als Rechteck mal aus. Zur Hand hin soll der Ärmel etwas schmaler werden, deshalb messe ich oben und unten 4 cm ab und schneide so einen diagonalen Streifen weg. Und dann schneide ich den anderen Ärmel zu, da kann ich natürlich diesen Ärmel gut als Schablone verwenden. Ich habe beide Ärmel jetzt fertig zugeschnitten und nun klammer ich die einfach rechts auf rechts an den aufgefalteten Pullover und anschließend
nähe ich das aufeinander. Hierfür verwende ich wieder meine Overlock mit 4 Fadenstich. Jetzt kommt der Pullover rechts auf rechts aufeinander. Da fange ich an, die Ärmelnähte aufeinander zu legen. Ich lege hier die Nahtzugaben in unterschiedliche Richtungen, damit das Ganze nicht so dick ist. Und stecke jetzt auf der ganzen Länge einige Klammern und nähe das Ganze wieder aufeinander. Dann bügele ich die Naht mit schön viel Dampf und mache eine erste Anprobe. Ich habe den Pulli schon mehrfach genäht und mittlerweile schneide ich den Halsausschnitt ziemlich eng zu, weil jeder Strickstoff ist anders und ich hatte schon einen, der war super weich und dann hatte ich so einen ganz weiten, also so ein bisschen ausgeleierten Halsausschnitt. Das ist hier nicht der Fall. Der ist jetzt sehr hoch, weil da ja noch ein Bündchen dran kommt, deshalb werde ich den jetzt gleich noch ein bisschen weiter schneiden. Vorne, hinten passt er und an den Ärmeln können auch noch 2 cm ab. Wichtig ist, wenn man halt den Halsausschnitt schneidet, dass man vorne auf jeden Fall in einem rechten Winkel an die Schnittkante, an die Bruchkante geht, damit man einen runden Halsausschnitt bekommt und nicht so ein leichtes V. Hier sind noch so ein paar Ecken, das habe ich noch korrigiert und dann ist der jetzt schön rund und jetzt messe ich den Halsausschnitt mal, wie lang das Bündchen sein soll. Also das sind jetzt insgesamt, ich rechne das mal kurz zusammen, also das habe ich vorne und jetzt kommen die hinteren Zentimeter dazu. 57 cm habe ich insgesamt an Länge. Ich werde es natürlich etwas kürzer zuschneiden, also es sollen dann 50 sein und dann noch die Nahtzugabe hinzu. Ich schneide einen 52 cm langen Streifen zu und der Streifen ist 5 cm breit. Ich mag die Bündchen gerne schmal. Jetzt kommen noch die Bündchen für die Ärmel. Da nehme ich eine Höhe von 12 cm, das heißt am Ende wird das Bündchen so ca. 5 cm sichtbar sein. Und von der Breite, da habe ich meinen Handgelenksumfang gemessen, plus 4 cm inklusive Nahtzugabe. Also ich habe 16 und ich schneide das Bündchen 20 cm breit zu. Und nun klappe ich die Bündchen rechts auf rechts aufeinander und nähe das mal eben zusammen. Die Ärmelbündchen lege ich nun so links aufeinander und markiere gegenüber von der Naht schon mal mit einer Klammer die Hälfte. Und das Halsbündchen lege ich auch links aufeinander und bügele die Bruchkante. Nach dem Bügeln markiere ich die Viertel, also einmal gegenüber von der Naht, eine Klammer stecken und dann die Klammern aufeinander und die Viertel, aber Vorder- und Rückseite vom Ausschnitt sind natürlich nicht gleich lang, deshalb werde ich jetzt zur Naht hin die Klammern noch so 2 cm Richtung Naht versetzen, sodass der vordere Teil des Bündchens für den vorderen Ausschnitt länger ist als für den rückwärtigen Ausschnitt. Ich beginne jetzt damit, die Naht von dem Bündchen an die hintere Mitte zu stecken und die gegenüberliegende Klammer an die vordere Mitte und dann die beiden Klammern an die Schulternähte. Und dann kontrolliere ich nochmal, ob der Abstand überall gleich ist, dass das Bündchen überall gleich gedehnt werden muss, damit nirgendwo Falten oder so entstehen. Und wenn das alles passt, dann nähe ich das Bündchen mit der Overlock an. Nun bügele ich einmal über das Bündchen, dass die Nahtzugabe schön in den Pullover rein gebügelt wird und dann kommen die Bündchen an die Ärmel. Am Ärmel habe ich auch die Stelle gegenüber von der Naht markiert mit einer Klammer und nun kommen halt die Nähte vom Bündchen und die Ärmelnaht und die beiden gegenüberliegenden Klammern aufeinander. Also natürlich ist der Ärmel viel weiter als das Bündchen. Ich kann und möchte das Bündchen natürlich nicht so weit dehnen,
Und ich lege einfach so Pi mal Auge immer mal so ein paar Falten in den Ärmelstoff, so dass es irgendwie an das Bündchen passt. Und dabei seht ihr mir gerade hier zu. Und so verteile ich dann den Stoff auf den Bündchen. Und am Ende sieht das Ganze dann so aus. Das Bündchen ist festgenäht und hier und da sind so ein paar Falten gelegt. Mein Pullover ist jetzt fast fertig. Jetzt fehlt nur noch der Saum und dafür lege ich einfach 2 cm links auf links um, bügel, also stecke das mit Nadeln fest und dann bügele ich über die Kante. Und früher habe ich das immer mit der Zwillingsnadel genäht, aber jetzt habe ich eine Coverstitch und freue mich immer jedes Mal, wenn ich einen Saum nähen kann, weil die Nähte einfach doch viel, viel schöner sind. Also ich nähe meinen Saum jetzt mit der Coverstitch und dann ist der Pulli komplett fertig und so sieht er aus. Das ist er. Ich bin fertig. Saum noch schön gebügelt. Ich habe den Pulli extra ein bisschen kürzer zugeschnitten, weil der Stoff sehr dick ist. Sonst stecke ich den ja immer gern mal hier so vorne rein, aber ich glaube, das sieht dann nicht so gut aus. Die Ärmel sind so ein bisschen puffy und das finde ich richtig schön. Man kann, wie gesagt, auch schön so hochziehen. Also alles in allem, muss ich sagen. Ich bin super happy mit meinem neuen Pullover. Und auch super happy wäre ich über ein Like des Videos. Das heißt, drück doch gerne den Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Und schreib mir auch einen Kommentar, wenn du dazu Lust hast. Natürlich freue ich mich auch über ein Abo meines Kanals. Das ist selbstverständlich kostenlos. Und falls du noch Inspiration suchst für Weihnachtsgeschenke und Geschenkverpackungen, dann schau doch gerne mal in meinem Shop vorbei. Dort biete ich einiges an. Natürlich nicht nur für Weihnachten, auch Schnittmuster für jeden Tag. Also klick gerne mal in den Shop. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!